Good morning, my dear friends. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Early in the morning, everybody's happy here in the office. Früh am Morgen und alle sind glücklich hier im Büro. Wide awake. Und natürlich ausgeschlafen. So we've been talking about the debt to the law. Also wir haben gesprochen, dem Gesetz gegenüber gestorben zu We've sein. been talking about being identified in the crucifixion. Und auch darüber, mit der Kreuzigung identifiziert zu sein. Now I want to talk about being identified in the death of Jesus, but in another way. Nun möchte ich darüber sprechen, mit dem Tod Jesu auf eine andere Art identifiziert zu sein. Debt to the world. Der Welt gegenüber gestorben zu My sein. goodness, how I wish the Christians would learn that. Oh mein Gott, ich wünschte, Christen würden das lernen. It is so sad that there's hardly any difference today between Christians and non-Christians. Es ist so traurig, dass es heutzutage kaum einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen In gibt. America, where there are of course millions of evangelical Christians, In Amerika, wo es Millionen von evangelikalen Christen gibt, a marketing research company did a very special research. hat eine Marketing-Gesellschaft eine besondere Untersuchung angestellt. They invested millions of US dollars Sie haben Millionen von US-Dollar investiert, because it's a big market. da es dort einen großen Markt gibt. So here's what they wanted to find out. Sie wollten Folgendes herausfinden. How can we sell a product to the Christian? Wie kann man Christen ein Produkt verkaufen? So the question was, what motivates them? What are their desires? What are they driven by? Die Frage war, was motiviert sie? Was sind ihre Wünsche? Was treibt sie an? And they were shocked. Und sie waren schockiert. They found out that there is no difference between them and the non-Christian. Sie hatten herausgefunden, dass es keinen Unterschied zwischen ihnen und Nichtchristen gab. They are responding to the same impulses. Sie antworteten auf die gleichen Impulse. They act the same way. They react the same way. Sie agierten und reagierten auf dieselbe Art. You know, when Jesus told us that we are in this world, but not of this world, Als Jesus uns gesagt hatte, dass wir in dieser Welt sind, aber nicht von dieser in Welt, other words, what he was saying is you have to be dead to the world. hat er in anderen Worten gesagt, ihr müsst der Welt gegenüber gestorben zu sein. Crucified to it. Embrace the cross. Gekreuzigt der Welt gegenüber und das Kreuz annehmend. Look what Paul said in Galatians chapter 6. Schaut, was Paulus in Galater 6,14 sagt. But God forbid that I should boast except in the cross of the Lord Jesus Christ. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christus. So he's talking about the cross, identified with the cross. Also er spricht darüber, mit dem Kreuz identifiziert zu sein. But look how he finishes. Aber schaut, wie er beendet. By whom the world has been crucified to me and I to the world. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. So Paul is saying, I'm dead to the world, but also the world is dead to me. Paulus sagt also, ich bin der Welt gegenüber gestorben, aber auch die Welt ist mir gegenüber Very gestorben. strong expression. Das ist eine starke Aussage. Once the world is dead to you, do you know what it means? Sobald dir die Welt gestorben ist, wisst ihr, was das bedeutet? It means the world cannot influence you anymore because dead people don't bother you. Es bedeutet, dass die Welt keinen Einfluss mehr auf euch hat, weil Tote nicht mehr ungemütlich werden können. So Paul says, I will not respond with my impulses to the world because the world is dead. Paulus sagte also, ich werde auf die Welt nicht reagieren, da die Welt tot ist. But then he also said Aber er sagte auch, that the world can't do anything to me because the world is dead and I'm dead. die Welt kann mir nichts mehr tun, weil die Welt tot ist und ich tot bin. Now we need to ask the question, what does the Bible mean when it talks about the world? Ich möchte nun eine Frage stellen. Was möchte die Bibel sagen, wenn sie über die Welt spricht? Because there are actually three words in the original Greek. Es gibt nämlich 3 Wörter im Go Originalgriechischen. through this and explain what it means to be identified in the cross, with the cross to the world. Wenn wir sie durchgehen und erklären, was es bedeutet, der Welt gegenüber mit dem Kreuz identifiziert zu sein. The first Greek word for world means the inhabited earth. Das erste griechische Wort bezeichnet die bewohnte Erde. That's not what the Bible is talking about. Aber darüber spricht die Bibel nicht. Because obviously we are not dead to the inhabited earth. Denn wir sind offensichtlich nicht tot für die bewohnte Erde. You know, there's nothing wrong with this inhabited earth. It's a planet. Es ist auch nichts Falsches an dieser bewohnten Welt. Das ist ein Planet. People confuse these things. They don't understand which world the Lord is talking about. Wenn einige Menschen diese Dinge verwechseln, verstehen sie nicht, über welche Welt Gott spricht. You know, the planet, the cosmos, this inhabited world, that's not what the Bible is
trying to explain to him. Also der Planet, der Kosmos, die bewohnte Welt. Nein, darüber spricht die Bibel nicht. Then, when the Bible talks about world, it uses another word, Wenn die Bibel über Welt spricht, verwendet sie noch ein anderes Wort, which is like this age, which is this time period that this world exists in. welches diese Art von Zeitalter oder Zeitperiode umschreibt. Which, of course, we know that will stop one day. Uns ist klar, dass die Zeitalter eines Tages aufhören We werden. enter into heaven, we will not live in this time period of this world anymore. Wenn wir in den Himmel kommen, werden wir nicht mehr in der Zeitspanne dieser Welt leben. We will live in the eternal realm forever. Wir werden dann für immer in der Ewigkeit leben. But there is a third word, the Greek Bible uses, which is the system of this world. Es gibt aber noch ein drittes Wort, das die griechische Bibel verwendet, welches sich auf das System dieser Welt bezieht. And that's what we have to be dead to, and that's what dead to us. Und genau diesem gegenüber müssen wir sterben, und es muss auch uns gegenüber gestorben sein. So we're going to explain what this means in very practical terms. Wir werden erklären, wie das praktisch aussieht. I have perceived lately that this is something that is, the Lord is really touching Matthäus, our son, very strong. Ich habe in letzter Zeit immer mehr erkannt, dass der Herr Matthäus unseren Sohn diesbezüglich stark berührt. You know, his wife is pregnant, expecting a baby right now. Seine Frau ist schwanger und sie erwarten ein Kind. Very suddenly, very quickly, they've lost their apartment, they've got to find another place. Sie haben kürzlich ihre Wohnung verloren und mussten schnell eine neue finden. But you know, none of that is stressing him, Aber nichts davon beunruhigt ihn, because he's learning to live crucified to the world. weil er lernt, der Welt gegenüber gekreuzigt zu leben. And if you learn to be dead to the world and the world dead to us, it's actually a very peaceful life. Und wenn er lernt, der Welt gegenüber tot zu sein und die Welt euch gegenüber dann tot ist, wird das Leben friedlich sein. No resurrection without death. Erinnert euch, keine Auferstehung ohne Tod. To experience the resurrection life and power of Jesus, you've got to first be dead. Wenn ihr das Auferstehungsleben Jesu erleben wollt, müsst ihr zuerst tot sein. I shall see you tomorrow. Wir sehen uns morgen.